Sobald wir die hohe Lage trainieren, also alles über dem C3, ist es wichtig, dass wir uns auch mit unserer mimischen Muskulatur beschäftigen. Unser Körper verursacht einen immensen Luftdruck und den muss man standhalten können. Wenn wir also unsere mimische Muskulatur nicht trainieren bzw. dann im Endeffekt kontrollieren können, kommen wir immer zu dem Punkt, dass wir uns entweder die Zähne schief drücken, die Lippen kaputt drücken, der Hals geht eng, wir arbeiten kurzum mit der eigenen Körperkraft gegen unseren eigenen Körper. Wenn du jetzt in die hohe Lage gehst, empfehle ich dir, reduziere deine Lautstärke. Wieso? Auch mit der Lautstärke entsteht Luftdruck. Reduzierst du diese, reduzierst du auch den Luftdruck, den du beim Trompetespielen verwendest. Du kannst dich mehr auf deinen Ansatz, auf die mimische Muskulatur konzentrieren und diese letztendlich dann auch steuern, beeinflussen und kontrollieren. Es gibt natürlich viele Trainingsgeräte, unabhängig der Trompete, wie zum Beispiel den Lippenexpander, den U-Point-Trainer, den Bleistift per se, also alles, was uns hilft, die Muskulatur anzuspannen und auch ausdauernd angespannt zu lassen. Wichtig ist immer, wenn du dich mit diesem Training beschäftigst, und da habe ich hier schon einige Videos verlinkt, die letztendlich sich genau um dieses Thema drehen, mach an diesem Tag nur noch Regeneration. Kein Trompete spielen, keine Orchesterprobe etc. pp. Jetzt braucht deine Lippenmuskulatur definitiv Regenerationszeit. Lockern kannst du natürlich immer. Wieder Lockerheit in die Muskulatur bringen. Das ist wichtig. Du kannst natürlich auch Pedaltöne spielen auf der Trompete etc. pp. Mehr soll es aber definitiv nicht sein, denn der Muskel braucht Erholung. Wenn du jetzt also zum Beispiel in der Lage über dem C3 trainierst, empfehle ich dir immer einen kommoden Ausgangston. Wir nehmen dafür jetzt zum Beispiel mal dieses G2 und dann gehen wir eben nach oben. Und so weiter und so fort. Also niemals im Fortissimo oder noch mehr trainieren. Konzentriere dich auf die Fähigkeit, deine Lippen zu konzentrieren. Wie ist es, konzentriere dich darauf, deine Lippen zu kontrollieren? Wie ist es denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel bis zum F spiele, wie fühlt sich dann oder was muss ich machen, um letztendlich den Halbton bis zum Fis zu schaffen, bis zum G, bis zum Ass etc. pp. Bei mir ist es vom Gefühl her so, dass sich alles immer weiter in den Lippenspitzen fokussiert. Erst spiele ich ganz normal für mein Empfinden und umso höher es wird, umso mehr geht das Gefühl ganz vorne in die Lippenspitze rein. Es wird richtig spitz vom Gefühl her. Und wenn ich das Gefühl habe, schaffe ich auch den nächsten Halbton. Und dann geht es eben auch mal hoch bis zum Ass etc. pp. Also wichtig ist, dass du für dich erstmal die Ausdauer deiner mimischen Muskulatur trainierst. Und ganz wichtig auch, dieser Luftdruck, der im Körper entsteht, der ist natürlich anstrengend, weil wenn die Muskulatur zupackt, lässt man natürlich auch dementsprechend wenig Luft durch diese winzig kleine Öffnung heraus. Viel Luftdruck im Körper, den wir standhalten, die Spannung ist hoch, es ist körperlich anstrengend und auch das sollte natürlich trainiert werden, damit du ein Gefühl bekommst, wie es sich eben anfühlt, sich in dieser hohen Lage zu bewegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Hast du Fragen? Ab damit in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen wieder. Am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns. Ciao, euer Nico.